Einfach rausgehen, sprechen, sprechen, sprechen. Nur so kann man irgendwie so vorankommen. Ein typischer schwäbischer Satz. Nichts gesagt, ist genug gelobt. Ich bin Vernon, 34 Jahre alt, komme aus Südafrika und mache momentan in Deutschland eine Weiterbildung im Projektmanagement und wohne in Deutschland seit ungefähr 10 Jahren. Als ich hier zum ersten Mal angekommen bin, war das echt ein krasser Kulturschock. Erstens fuhren sie auf der anderen Straßenseite und dann habe ich angefangen zu bremsen. Und es war mega kalt. Ich wusste gar nicht, dass es saukalt wird. Ja, ich war überhaupt nicht für vorbereitet. Und alles war so schick. Ganz anders als im Südafrika seiner Kindheit, wo das System der Apartheid gerade im Umbruch war und es viele Familien schwer hatten. Ich komme aus einer Gegend, wo da nicht so viele Väter sind. Alleinerziehende Haushalte, so war es auch bei meiner Mutter. Und damit natürlich ist man froh drum, wenn das Kind zur Schule geht. Ich kann mich daran erinnern, als Kind haben wir zu 5 in einer Wohnung gelebt, was kleiner ist als mein Wohnzimmer jetzt. Und dann in der 10. Klasse konnte ich endlich mal eine 3. Paar Schuhe leisten. Seine Frau Elisabeth aus Deutschland lernt Vernon bei einem freiwilligen sozialen Jahr in Pretoria kennen. Beide engagieren sich für benachteiligte Kinder und Jugendliche. Sie verlieben sich. Als Elisabeth zurückkehrt, führen sie eine Fernbeziehung. Wir wussten, das wird irgendwie klappen. 2,5 Jahre, genau, hin und her. Mal war ich da, mal war sie da. 2009 heiraten die beiden. Vernon verlässt für die Liebe seine Heimat. Im fernen Deutschland findet er erst einmal nur Aushilfsjobs. Die größte Herausforderung für den Südafrikaner, die fremde Sprache. Ich hatte mal eine echt peinliche Situation, wo ich Farbe kaufen wollte und ich wollte unbedingt das auf Deutsch sagen und es kam nicht raus, sondern ich sprach wie ein Zweijähriger und ich habe gesagt, diese Situation will ich überhaupt nicht wieder erleben und deswegen habe ich einfach 9 Monate lang jeden Tag bin ich zur Sprachschule gegangen. Habt ihr auch keinen Bock auf fragende Blicke? In Deutschland gibt es viele gute Sprachkursangebote. Achtet bei der Auswahl darauf, dass eure Lerngruppe möglichst klein und international ist. Infos dazu haben wir euch unter dem Video verlinkt. Deutsch zu der Zeit war für mich wichtiger als Arbeiten, weil ich wusste, alles andere baut drauf auf. Ja, meine Zukunft hängt einfach dran. Das war mir einfach wichtig. Ich habe auch diesen Job als Tellerwäscher genommen und gesagt, ich gehe nie wieder zurück zu diesem Job und währenddessen lerne ich Deutsch und dann basta. Vernon lernt so gut Deutsch, dass er seinen Traumjob am Goethe-Institut in Johannesburg bekommt. So haben seine Kinder die Möglichkeit, ihre südafrikanischen Wurzeln kennenzulernen. Der beste Job, den ich je in meinem Leben bis jetzt bekommen habe. Mega Atmosphäre, mega Kollegen, mega... Ich bin Goethe so dankbar für sehr vieles. Zur Einschulung der Kinder entscheidet sich die Familie, nach Stuttgart zurückzukehren. Für Vernon hat die Sprache Türen geöffnet, in seiner alten und neuen Heimat. Wollt ihr Vernon besser kennenlernen? Dann klickt hier oder hier für eine weitere spannende Geschichte.